Schon mal Alter zu deiner Chefin gesagt? Puh, das kann schnell peinlich werden. Heute zeigen wir, wie deutscher Slang wirklich funktioniert. Beim Smalltalk, im Café und im Chat, und zwar auf B1-Niveau. Ja, genau. Du lernst, welche Wörter freundlich klingen, welche zu viel sind und wie du nicht komisch wirkst. Kurz, alltagstäglicher Slang, damit du sofort lockerer sprichst. Hey und hallo zusammen. Und wer üben will, die ganze Lektion ist bei Vocabli. Also, lass uns direkt reinstarten, bevor wir wieder in zu formelles Deutsch rutschen. Erstmal, was ist überhaupt Slang? Ich sag mal so, das sind lockere Wörter und Redemittel, die Freunde oft benutzen. Es klingt näher, freundlicher, manchmal ein bisschen frech, aber nicht automatisch unhöflich. Genau, und wichtig, Slang hängt von Situation und Person ab. Alter zum Beispiel, das heißt so viel wie du oder Mann, und ja, das geht auch bei Frauen, also genderunabhängig. Aber bitte nicht im Bewerbungsgespräch, nen? Total. Oder geil, viele sagen das, wenn etwas super ist. Das Konzert war geil, in manchen Firmen ist das okay, in anderen klingt's zu derb. Du kannst dann lieber mega oder richtig gut sagen. Lass uns schnell ein Mini-Rollenspiel machen, Kaffeeszene, ja? Ich bin Kunde, du bist Barista. Wir zeigen, wie man locker, aber höflich bleibt. Okay, los. Grüß dich, was darf's sein? Hi, ich nehme einmal nen Cappuccino zum Mitnehmen, bitte. Ach, und wenn's geht, mit Hafermilch, passt das? Ja, klar, kein Ding. Mit Karte oder bar? Karte, danke. Und mach gern schnell, ich muss gleich weiter. Alles klar, kommt sofort. Sind 3,50 €. Jo, danke dir. Du siehst, ich hab kein Ding und passt das? Benutzt. Das ist locker, aber nicht respektlos. Und einmal ist auch super typisch in Deutschland. Viele sagen einmal Cappuccino, das klingt freundlich und nicht so befehlend. Alles klar und kommt sofort sind auch Alltagssätze, sehr praktisch. Noch so ein Wort, Bock haben. Das heißt Lust haben. Ich hab Bock auf Pizza, klingt ziemlich normal unter Freunden. Kein Bock ist dann keine Lust. Ja, und läuft ist auch gut. Wenn jemand fragt, wie geht's, kannst du sagen, läuft bei mir, also es geht, es passt. Nicht super, nicht schlecht, aber okay. Manchmal hörst du auch safe. Das ist so ein Anglizismus, heißt sicher oder auf jeden Fall. Zum Beispiel, kommst du mit? Safe. Aber bitte sparsam benutzen, sonst wirkt's ein bisschen gewollt. Und dann diese kleinen Füllwörter, halt, eben, so, ja, oder. Die machen Sätze weicher. Das ist halt so, klingt weniger hart als das ist so. Ich erzähl mal kurz eine echte Story. Ein Kumpel wollte super trendy klingen und sagte bei einer Party die ganze Zeit YOLO und Swag. Alle waren so, das sagt doch niemand mehr. Er war danach total frustriert, aber hat gelernt, erst hören, dann reden. Ja, man kann echt schnell outdated klingen. Ein sicherer Trick ist, nimm zwei neutrale Wörter wie mega, locker, kein Ding, und hör, wie die Leute um dich reden. Dann passt du dich nach und nach an. Ganz wichtig auch, diese typische deutsche Reaktion, alles gut. Wenn du jemanden aus Versehen anrempelst und sagst sorry, kommt oft alles gut, also kein Problem. Das ist freundlich und beendet die Szene. Genau. Und passt ist ähnlich praktisch. Morgen um 10 treffen, passt, heißt einfach, ist okay. Kurz, nett, alltagstauglich.
Komm, wir machen noch ein Mini-Rollenspiel, diesmal Freunde treffen. Ich fang an, na, alles klar. Jo, alles gut. Und bei dir? Geht so, bin ein bisschen durch, aber sonst passt's. Komm, wir holen uns einen Kaffee. Hab voll Bock, merkst du, wie entspannt das klingt. Nichts Hochgestochenes, aber freundlich. Kurze Erklärung. Bin durch heißt ich bin müde, kaputt. Das benutzt man, wenn der Tag lang war. Und na, am Anfang ist ein super deutsches Startwort, so wie hey. Bevor wir weitermachen, Mini-Quiz für dich, ja? Was bedeutet Bock haben, Lust haben oder keine Zeit haben? Na? Lust haben, natürlich. Und für alle, die kurz abgedriftet sind, Bock haben ist Lust haben, kein Ding ist kein Problem, und läuft bedeutet ist okay, funktioniert. Top. Dann weiter mit Fehlern, die oft passieren. Viele sagen fälschlich, ich bin langweilig, wenn sie mir ist langweilig meinen. Ich bin langweilig, heißt aber leider, du bist eine langweilige Person. Ja, das ist immer so ein kleiner Schockmoment, wenn jemand ernst sagt, ich bin langweilig. Besser, mir ist langweilig, oder einfach mir ist grad so langweilig, hast du Bock zu telefonieren? Und müde ist wieder was anderes. Ich bin müde heißt eben tiret. Noch ein Tipp zur Arbeitssprache. Mit Kolleginnen kannst du lockerer sein. Können wir das kurz machen, oder schickst du mir das fix? Das ist freundlich knapp, aber nicht respektlos. Bei der Chefin vielleicht lieber, können wir das gleich besprechen, ohne Alter oder so. Ja, bitte niemals Alter zur Chefin. Unter Freunden geht Alter oder auch super. Was geht? Das ist total normal. Aber im Büro zumindest vorsichtig bleiben. Es gibt auch regionale Wörter. In Hamburg sagen viele Moin, den ganzen Tag, nicht nur morgens. In Bayern hörst du Servus. Beides kannst du locker nutzen, ohne doof anzukommen. Und wenn du unsicher bist, nimm neutrale Sachen. Hey, hi, na, wie geht's? Das passt fast immer. Dazu ein Lächeln, und du bist safe. Kurzer Kulturfun-Fakt, aber relevant, in Formularen steht als Platzhalter oft Erika Mustermann. Manche finden das altmodisch oder nicht mehr passend, andere lachen drüber und benutzen den Namen ironisch im Alltag. Wenn jemand also im Spaß sagt ja, ich bin heute Erika Mustermann, meint er, ich mach's wie im Amt, total Standard. Genau, das zeigt auch, wie Humor in Deutschland funktioniert, ein bisschen bürokratisch-ironisch. Aber zurück zum Sprechen. Ironie ist tricky auf B1. Lieber klar und freundlich bleiben und nur leichte Ironie benutzen, wenn du sicher bist. Was Texten angeht, kommst du rum, heißt kommst du vorbei? Geht klar bedeutet okay, mache ich. Und bin gleich da, ist kürzer als ich komme in Kürze, klingt natürlicher. Machen wir ein kurzes Chat-Rollenspiel, ja? Ich schreibe. Na, kommst herum? Hab Bock auf Pizza. Ich antworte, geht klar, bin in 10 Minuten da. Soll ich was mitbringen? Und dann, nice, vielleicht ein Salat? Sonst alles gut. Damit ist klar, ich brauche nicht viel. Kurz, freundlich, null Stress. Nice ist so ein typischer Import aus dem Englischen. Viele sagen das inzwischen, aber nicht jede Person mag's. Wenn du sicher gehen willst, sag klingt gut oder super. Feinheiten sind wichtig, oder? Am Satzende holt den anderen ab. Wir treffen uns um 2:30, oder? Das ist weicher als wir treffen uns um 2:30. Und so hilft dir nachzudenken, also ich wär so gegen 4 frei. Und wenn du was vorschlägst, nutz weiche Formen, wollen wir vielleicht, oder sollen wir mal, das klingt offen.
Ein hartes Wir machen jetzt ist oft zu direkt. Was viele auch sagen, alles klar bei dir. Das ist ein freundlicher Check-in. Du kannst antworten, ja, passt, oder so lala, bin ein bisschen durch, beides ist okay. Wenn du dich bedankst, geht auch locker, danke dir, statt nur danke. Und wenn dir jemand hilft, sag ruhig voll lieb von dir oder mega nett. Das wirkt warm und ehrlich. Manchmal machen Lernende die Sätze zu lang und formal. Würden Sie mir bitte freundlicherweise. Unter Freunden reicht, kannst du mir kurz helfen? Oder magst du mir das mal schicken? Kurz und klar. Noch ein kleiner Fallstrick, bei Komplimenten ist geil, nicht immer passend. Geiles Kleid kann gut ankommen, kann aber auch zu viel sein. Sicherer ist sieht richtig gut aus oder steht dir total. Und wenn du überrascht bist, sag ruhig, krass. Das ist sehr häufig. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Nicht aggressiv, einfach staunend. Nur nicht jede zweite Minute, sonst wirkt's künstlich. Für Absagen ist leider wichtig. Kann heute leider nicht, tut mir leid, das macht's weich. Und ein Vorschlag dazu, morgen passt's mir besser, so gegen 6, dann bleibst du positiv. Okay, kleines Check, Berg für alle. Was heißt, alles gut als Antwort, wenn jemand sich entschuldigt? Genau, es bedeutet, kein Problem. Und passt heißt ist okay. Super. Nochmal kurz zur Arbeit, ich spring da mal kurz rein, heißt ich übernehme das schnell. Ich schick dir das gleich rüber, ist auch sehr gängig. Diese kleinen Wörter machen dich viel natürlicher. Wenn du unsicher wirst, mach ne Mini-Pause und sag, also, das ist normal. Dann formulier einfach neu. Also, ich meinte, niemand erwartet perfekte Sätze. Natürlich ist besser als perfekt und steif. Oh, und Lächeln hilft. Wirklich. Selbst wenn du mal ein Wort falsch benutzt, ein freundlicher Ton rettet viel. Stimme und Blick sagen oft mehr als Grammatik. Letzter Mini-Dialog, kurze Verabredung. Kino heute. Bin müde, mir ist auch ein bisschen langweilig, aber Kino pack ich heute nicht. Morgen, da hast du übrigens beide Formen korrekt, bin müde und mir ist langweilig. Alles gut, dann morgen. Sagen wir 7? Passt das? Das ist weich, freundlich, null Druck. 7 passt, safe, wenn ich formeller wär, würde ich auf jeden Fall sagen. Du siehst, man kann den Stil ganz leicht anpassen. So, jetzt du, welche 2, 3 Slangwörter nutzt du schon gern? Und gab's mal einen Moment, wo ein Wort total daneben war? Erzähl uns das, wir sind mega gespannt. Und wie versprochen, kleiner Tipp zum Schluss, hör erst, nimm ein paar neutrale Wörter, probier sie dann aus. So wirkst du authentisch und nicht übertrieben. Wie vorher kurz erwähnt. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen gibt's gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Schau da mal rein, übe das heute noch, und dann läuft es. Bis zum nächsten Mal.